Psychologie sagt, dass Menschen, die keine Freunde haben, oft missverstanden werden. Nicht kaputt, nicht unsozial und keine Versager. In vielen Fällen arbeitet ihr Gehirn auf eine Weise, die normales soziales Leben anstrengend, oberflächlich oder schlicht unnötig erscheinen lässt. Und wenn du lange Zeit ohne Freunde verbracht hast, gibt es echte psychologische Gründe dafür. Aber bevor wir darauf eingehen, lass mich dir etwas sagen, das dich vielleicht stärker trifft, als du erwartest. Hast du dich jemals gefragt, warum manche Menschen sich vollkommen wohl dabei fühlen, allein zu sein, während andere allein beim Gedanken daran in Panik geraten, ein einziges Wochenende ohne Pläne zu verbringen? Warum manche Menschen durchs Leben gehen ohne einen Kreis und trotzdem geerdet, stabil und geistig schärfer sind als die meisten? Die Gesellschaft nennt sie Einzelgänger, doch die Psychologie enthüllt etwas viel Interessanteres und viel Mächtigeres. Lass es uns aufschlüsseln. Erstens, sie haben einen höheren Standard für Verbindung. Menschen ohne Freunde vermeiden normalerweise keine Beziehungen. Sie vermeiden oberflächliche Beziehungen. Psychologie zeigt, dass Menschen mit tieferem Denkstil Qualität über Quantität stellen. Sie wollen keinen Smalltalk, keine falschen Freundschaften und keine anstrengenden Persönlichkeiten. Also zwingen sie sich nicht in soziale Kontakte, die sich leer anfühlen. Sie entscheiden sich dafür, allein zu bleiben, bis sie etwas Echtes finden. Das wird durch Studien über Self-Concept Clarity unterstützt, was bedeutet, dass sie wissen, wer sie sind und deshalb nicht verzweifelt nach flacher Gesellschaft suchen. Tatsächlich berichten Menschen mit höherer Intelligenz oder stärkerer Introspektion oft, dass sie weniger, aber tiefere Bindungen haben. Ihr Gehirn lehnt Oberflächlichkeit buchstäblich ab. Zweitens, ihr Gehirn braucht mehr Erholungszeit. Manche Menschen haben von Natur aus ein sensibleres Nervensystem, was bedeutet, dass soziale Situationen sie schneller erschöpfen als andere. Die Psychologie nennt das hohe soziale Sensitivität. Nach sozialem Kontakt braucht ihr Gehirn längere Pausen, um sich wieder aufzuladen. Das bedeutet nicht, dass sie Menschen nicht mögen. Ihr Gehirn verbraucht einfach mehr Energie während sozialer Interaktion. Stell es dir so vor. Manche Menschen haben eine soziale Batterie, die stundenlang hält, während andere diese gleiche Batterie in Minuten verbrauchen. Und die Wissenschaft unterstützt das. Introvertierte zeigen stärkere Aktivität im Frontallappen, was bedeutet, dass ihr Gehirn beim Sozialkontakt härter arbeitet. Sie sind nicht schwach, ihr Gehirn arbeitet einfach auf einer tieferen Ebene. Drittens, sie sind selbstständiger als die meisten. Viele Menschen ohne Freunde benötigen keine soziale Bestätigung, um sich gut zu fühlen. Die Psychologie nennt das geringe soziale Abhängigkeit. Sie können sich selbst beschäftigen, Probleme allein lösen und Trost in ihrem eigenen Geist finden. Statt einen Kreis von Menschen um sich herum zu brauchen, erschaffen sie ihre eigene Welt und sie sind oft glücklicher, als andere vermuten würden. Forschung der London School of Economics zeigte sogar, dass hochintelligente Menschen lieber Zeit allein verbringen, weil Einsamkeit ihnen hilft, zu denken, zu erschaffen und innovativ zu sein. Diese Menschen fürchten ihre eigenen Gedanken nicht. Sie gedeihen in ihnen. Viertens, vergangene Erfahrungen formen ihre Vertrauensschwelle. Menschen ohne Freunde haben oft eines gemeinsam: eine Vergangenheit, die sie vorsichtig gemacht hat. Es könnte ein Verrat gewesen sein, Vernachlässigung in der Kindheit, ausgenutzt worden zu sein, missverstanden worden zu sein oder einfach zu lange von den falschen Menschen umgeben gewesen zu sein. Psychologie zeigt, dass sobald Vertrauen gebrochen wurde, das Gehirn beschützend und selektiv wird. Das bedeutet nicht, dass sie keine Freundschaften formen können. Sie überlegen es sich nur zweimal, bevor sie jemandem Zugang zu ihrem Leben geben. Und in einer Welt voller performativer Freundschaften ist Vorsicht keine Dysfunktion. Sie ist Selbstschutz. Das Gehirn erinnert sich länger an Schmerz als an Freude. Das ist evolutionär. Fünftens, sie haben eine tiefere innere Welt. Psychologen sagen, dass Menschen, die lange Zeit allein verbringen, meist eine reichere innere Welt haben. Stärkere Vorstellungskraft, schärfere Intuition, mehr Klarheit und tiefere Selbstwahrnehmung. Sie denken mehr,
beobachten mehr und fühlen mehr. Diese Tiefe kann normale soziale Kreise unpassend wirken lassen. Viele von ihnen sind nicht freundlos. Sie operieren einfach auf einer Frequenz, die die meisten nie erreichen. Es sind Menschen, die stundenlang in Stille sitzen können und sich vollkommen erfüllt fühlen. Sie sind Denker, Beobachter, Schöpfer. Doch hier wird es noch interessanter. Und das ist der Teil, über den die meisten nie sprechen. Menschen ohne Freunde besitzen oft seltene psychologische Eigenschaften, die andere einfach missverstehen. Psychologen fanden heraus, dass Menschen mit hoher Metakognition, der Fähigkeit, über das eigene Denken nachzudenken, auf natürliche Weise Schwierigkeiten mit typischem sozialen Verhalten haben. Warum? Weil ihr Gehirn alles analysiert. Ton, Motive, Muster, Energie, Absichten. Sie reden nicht einfach. Sie sezieren. Sie sozialisieren nicht einfach. Sie evaluieren. Und diese mentale Tiefe kann alltägliche Gespräche leer, repetitiv oder vorhersehbar wirken lassen. Ein weiteres, oft übersehenes Merkmal ist emotionaler Minimalismus. Viele Menschen ohne Freunde benötigen keine ständige emotionale Stimulation. Sie können tagelang ohne soziale Interaktion auskommen und sich völlig im Gleichgewicht fühlen. Nicht einsam, einfach in Frieden. Das hängt mit geringem Neuheitssuchverhalten zusammen. Ihr Gehirn sehnt sich nicht nach ständiger Aufregung, Drama oder Aufmerksamkeit. Sie genießen Ruhe, Stille und vorhersehbare Routinen. Menschen, die mit Stille kämpfen, glauben oft, dass etwas mit denen nicht stimmt, die sie genießen. Doch Stille ist eine der stärksten mentalen Fähigkeiten überhaupt. Und hier eine tiefere Wahrheit. Menschen ohne Freunde verstehen das Leben oft anders. Sie sehen, wie schnell Menschen die Seiten wechseln, wie leicht Versprechen gebrochen werden und wie häufig Beziehungen transaktional sind. Diese Wahrnehmung macht sie vorsichtig, aber auch weise. Ihre Mauern bestehen nicht aus Angst, sondern aus Erfahrung. Sie verstecken sich nicht vor der Welt, sie schützen ihren Frieden. Jetzt kommt etwas noch Überraschenderes. Psychologie zeigt, dass Einsamkeit die emotionale Reife stärkt. Menschen, die mehr Zeit allein verbringen, entwickeln oft stärkere Entscheidungsfindung, höhere emotionale Unabhängigkeit, klarere Selbstidentität, geringere Anfälligkeit für Gruppendruck, höhere Kreativität und besseres langfristiges Denken. Einige der emotional stabilsten Persönlichkeiten berichten von langen Phasen der Isolation früher im Leben. Alleinsein lehrt Selbstregulation, es lehrt Selbstrespekt, es lehrt Widerstandskraft. Freunde können ein Segen sein, aber Einsamkeit ist eine Superkraft. Und diejenigen, die sie meistern, werden unerschütterlich. Und lass uns das Klischee ansprechen. Keine Freunde zu haben bedeutet einsam zu sein. Falsch. Einsamkeit ist emotionale Disconnection. Alleinsein ist emotionale Ausrichtung. Einsame Menschen fühlen sich leer. Alleinlebende Menschen fühlen sich erfüllt. Und viele Menschen ohne Freunde vermissen nichts. Sie filtern. Sie warten auf jemanden, dessen Präsenz sich wie Frieden anfühlt, nicht wie Lärm. Sie sind nicht kalt, sie sind selektiv, nicht unsozial, nur selbstbewusst, nicht kaputt, nur weiterentwickelt. Ein weiterer wichtiger psychologischer Faktor ist etwas, das man Identitätsintensität nennt. Menschen mit einem starken Selbstgefühl haben oft Schwierigkeiten, sich in Gruppendynamiken einzufügen, weil Gruppen unbewusst Konformität fordern. Wenn du unabhängig denkst, anders sprichst oder die Welt durch eine tiefere Linse siehst, fällst du natürlich auf. Und das erschwert Gruppenzugehörigkeit. Nicht, weil du inkompatibel bist, sondern weil du nicht bereit bist, dich zu verdünnen, um hineinzupassen. Es gibt auch das Paradox der Intelligenz. Studien zeigen, dass intelligentere Menschen mit häufiger sozialer Interaktion weniger zufrieden sind. Ihr Gehirn sehnt sich nach Zweck, nicht nach Lärm. Tiefe statt Gerede, Bedeutung statt Unterhaltung. Sie sind für Einsamkeit verdrahtet, genauso wie andere für Menschenmengen verdrahtet sind. Doch hier ist die größte Wahrheit. Manchmal hast du keine Freunde, einfach weil du dich in einer Phase des Wachstums befindest. Du wächst aus alten Kreisen heraus, alten Versionen deines Selbst, alten Umgebungen, die sich früher wie ein Zuhause angefühlt haben, aber jetzt
zu klein geworden sind. Isolation ist nicht immer ein Fehler. Manchmal ist sie Transformation. Wenn du also keine oder nur wenige Freunde hast, bedeutet das nicht, dass etwas falsch mit dir ist. Es könnte einfach bedeuten, dass dein Geist anders funktioniert, mit mehr Bewusstsein, mehr Sensitivität, mehr Tiefe und höheren Standards für Verbindung. Und manchmal gehen die stärksten Menschen eine Zeit lang allein, bevor sie Menschen treffen, die auf demselben Niveau gehen. Wenn du mehr Psychologie-Videos möchtest, die deine Persönlichkeit auf eine Weise erklären, wie die Schule es dir nie beigebracht hat, dann klick jetzt auf Abonnieren, denn das nächste Video könnte dir etwas über dich selbst zeigen, das du noch nie bemerkt hast.